Hi, welcome back to the online retreat, the Wheel of Life retreat. Hallo, willkommen zurück beim Online-Retreat zum Rat des Lebens. And I'd like to thank Allison for coming and translating. Danke, Alison, fürs Kommen und Übersetzen. We're on session 16. It's called A Life to Live. Wir sind in Session 16 und diese heißt ein ganzes Leben. And now you see this group of people Du siehst Menschen, just walking down the street, die Straße entlang gehen and each one is walking through the Wheel of Life. und jeder von ihnen geht durch das Rad des Lebens. And pretty much in only two of the links, we cover a whole human life. Und mit nur 2 seiner Glieder decken wir mehr oder weniger ein ganzes Menschenleben ab. Those two links, just before them comes link number 10. Vor diesen beiden Gliedern kommt Glied 10. And you can see it here. Hier siehst du es. This is my kid painters from Nepal. Von meinem kleinen Maler aus Nepal. And they have painted, this lady is supposed to be a pregnant lady. Sie haben das gemalt. Diese Frau soll eine Schwangere And she darstellen. represents link number 10, Chupa Sipa. Sie steht für das Glied Nummer 10. Chupa Chupa means number Sipa. 10. Chupa heißt 10. Sipa is a difficult word. It has been mistranslated many times. Sipa ist ein schwieriges Wort. Es wurde oft falsch übersetzt. It can mean possible. Es kann möglich bedeuten. It can mean becoming. Es kann werden bedeuten. It can mean your whole life. Es kann bedeuten dein And ganzes it doesn't Leben. mean any of those here. Okay. Und das alles bedeutet es hier nicht. And I think it was a big breakthrough. My own teacher taught me. Ich glaube, es war ein großer Durchbruch, als es mir mein He said in eigener this Lehrer case, you have erklärt to hat. think of the word sipa means karma, which is ripe. Er sagt, dass man sich in diesem Fall die Bedeutung des Wortes Sipa als So Karma, back in link das number 2, reift ist, denken muss. we Also had in Glied 2 karma, which was like a seed that you just put under the ground. hatten wir Karma, das wie ein Samen ist, den du eben in And die we Erde translated gesteckt that hast. as fresh karma. Nipa duche kile is fresh karma. Wir haben es als frisches Karma übersetzt. And, remember we put the seed under the ground. Erinnere dich, im Frühling haben wir den Samen in die Erde In the gesteckt, spring, watermelon seed. einen Wassermelonensamen, And then it rained und dann hat es and geregnet. the water touched the seed Das Wasser hat den Samen berührt and it woke up all the workers in the factory inside the seed. und es hat all die Arbeiter in der Fabrik im Inneren des Samens aufgeweckt. I picture them, they're all like, they're waking up, Ich stelle mir das so vor. Sie wachen auf, And then dann the wacht der supervisor wakes up. Vorgesetzte auf. He's like, wake up everybody, we got work to do. Er ruft, alle aufwachen, es We wartet gotta Arbeit get auf ready uns. to push this sprout out of this seed. Wir müssen alles vorbereiten für das Austreiben des Sprosses And aus so diesem during Samen. those few months' time, Und während dieser wenigen Monate, after the water touches the seed, nachdem das Wasser den Samen berührt, I don't know, strange things are happening inside of the seed. passieren seltsame Dinge im Inneren des Samens. We finished those two preparing the factory to open. Wir haben die 2 Vorbereitungen zur Eröffnung der Fabrik abgeschlossen. They were called Gepa Sepa Kupa Lemba, link number 8 and link number 9. Sie heißen Glied 8 und Glied 9. And we took the good seeds Für die guten Samen and did coffee meditation. I'm happy I helped someone. haben wir die Kaffeemeditation gemacht. Ich freue mich, dass ich jemandem And on geholfen top of that, habe. we did high-powered understanding about seeds, which makes good seeds open faster and bigger. Darüber hinaus haben wir ein Hochleistungsverständnis über Samen angewandt, das gute Samen schneller und praller reifen lässt. With negative seeds, Bei negativen in the Samen, picture of the Wheel of Life, wie im Bild vom Rad des link Lebens, number 8 and 9, Glied 8 und 9, we did sort of a negative coffee meditation. haben wir eine Art negative Kaffeemeditation We were gemacht. like, I'm glad I'm eating meat. I will get stronger. So etwa in der Art wie,
Ich freue mich, Fleisch zu essen. Das macht mich And stärker. then more terrible, Und dann wird es noch schlimmer. we think, oh, there's no such thing as a karma. The pen comes from the pen. Wir denken, dass es so etwas wie Karma gar nicht gibt. Der Stift kommt vom Stift. Even if I kill an animal to eat it, Selbst wenn ich ein Tier töte, I don't believe anything um will es happen zu to me. essen, glaube ich nicht, dass mir etwas passieren wird. So because of those two ideas, Wegen dieser beiden the Gedanken bad seeds in the wheel of life get stronger and stronger. werden diese schlechten Samen im Rad des Lebens immer And at stärker. link number 10, Und im Glied let's go to 10, the book. Let's go to the text. lasst uns das Buch ansehen im Text. It says Chupasipani. What Es heißt is link number 10, Chupasipani. which is called ripe karma? Was ist Glied Nummer 10, das reifes Karma genannt wird? Earlier in the wheel, Zuvor im Rad, the second link, which is called Duce in Tibetan and Sanskara in Sanskrit. im zweiten Glied Duce auf Tibetisch oder Sanskara auf Sanskrit. Remember, link number 1 was, you walk into the kitchen and your husband yells at you. Und nochmal, Glied 1 war, wenn du in die Küche kommst und dein Ehemann dich anschreit And you say, I didn't do anything. I don't know why he's yelling at me. und du sagst, ich habe gar nichts gemacht, And ich that's weiß like nicht, wieso er link mich number 1, which anschreit. is misunderstanding where he's coming from. Das ist Glied 1, das Missverstehen, wo er herkommt. That misunderstanding pushes link number 2. Dieses Missverstehen löst Glied 2 And aus. she makes karma. Und dann erschafft die Ehefrau Karma. How? Wie? She's, I'm not stupid. You're stupid to her husband. Indem sie zu ihrem Ehemann sagt, ich bin nicht So the blöd, du bist duce in blöd. the text here, the sanskara, is the moment that she says, I'm not stupid, you're stupid. Das Duce hier im Text, das Sanskara, ist der Moment, wo sie sagt, ich And bin then nicht blöd, the- du bist blöd. Bhakchak, which means the seed Und dann wird das of the Bhakchak, karma, der karmische is Samen, pressed on the mind. in den Geist gedrückt. Okay, my dog is not only blind and deaf. Mein Hund ist nicht nur blind und taub, Now sometimes he poo-poo in the house by accident. manchmal macht er jetzt auch versehentlich ins Haus, Then sometimes on the carpet. manchmal auf den Teppich. And, we try to lift the poo-poo off very carefully with the toilet paper. Wir versuchen dann, das Häufchen sehr vorsichtig mit dem But still, a little Toilettenpapier bit of smell aufzuheben. will rub into the carpet. Dennoch bleibt etwas vom Geruch im Teppich haften. So the verb here, gupa, means that smell gets rubbed into the carpet. Das Verb hier, Göppa, bedeutet, der Geruch wird in den In this Teppich case, the gerieben. karma of saying, I'm not stupid, you're stupid, In diesem Fall wird das Karma der Worte Ich bin nicht blöd, du gets bist rubbed blöd into our mind. in deinen Geist gerieben. And this is going to be important later. Und das wird später noch wichtig. We've been talking about the third link, which is one of the monkeys. Wir haben über Glied 3 gesprochen. Es ist einer der Affen. And that monkey represents your mind entering your mother's womb. Dieser Affe steht für deinen Geist, wie er in den Schoß deiner Mutter eintritt. But it can also represent the carpet where the stinky is rubbed into the carpet. Aber es kann auch für den Teppich stehen, wo sich der Stinker So at in the den moment Teppich that the wife gerieben says, hat. I'm not stupid, you're stupid, In dem Moment, wo die Ehefrau sagt, ich bin nicht blöd, that du bist blöd, karma is rubbed into the mind stream. wird das Karma in den Geistesstrom gerieben. And that's another meaning of the third link. Und das ist eine weitere Bedeutung von Glied 3. So the third link, first we understand it as the mind coming into my mother's womb. Glied 3 verstehen wir zunächst als den Geist, der in den Schoß der Mutter eintritt. But we can also understand the third link as the mind in which the seed is pressed when she said, I'm not stupid, you're stupid. Aber wir können Glied 3 auch als den Geist verstehen, in den der Same gedrückt wird, wenn sie sagt, ich bin nicht blöd, du bist blöd. Then at that moment when the seed is pressed into the mind, I'm not stupid, you're stupid. In dem Moment, wenn der Same in den Geist gedrückt wird, durch ich bin nicht blöd, du bist blöd,
It's like the watermelon seed was just put under the dirt. Ist es genauso wie beim Wassermelonensamen, der gerade in die Erde gesteckt wurde? Then what's the water? What's the fertilizer? We finished it in the last class. Dann, was ist das Wasser? Was ist der Dünger? Darüber haben wir in der letzten Session gesprochen. In the last class, we finished what's the water and what's the fertilizer. In der letzten Session haben wir behandelt, was als Wasser und was als Dünger wirkt. Remember, it was like with a bad seed, it's two different things. Erinnere dich, bei einem schlechten Samen sind es zwei verschiedene Dinge. Like she told her friend, my husband yelled at me, but I yelled back at him. Wenn sie ihrer Freundin erzählt, mein Mann hat mich angeschrien, aber ich habe Her friend zurückgeschrien. saying, well, aren't you sorry you yelled at your husband? Und ihre Freundin fragt, tut es dir nicht leid, dass du deinen Mann No, I'm angeschrien hast? happy he deserved it. Nein, ich bin froh, weil er es verdient hat. It's like she's doing a negative coffee meditation. Es ist, als würde sie eine negative And Kaffeemeditation she has machen. no idea that her kids are going to be bad for many weeks because of what she said to her husband. Und sie ahnt nicht, dass ihre Kinder viele Wochen lang ungezogen sein werden, wegen dem, was sie zu ihrem Mann gesagt So hat. that bad seed, selenki sutup. The bad seed now has been given water and fertilizer by her negative coffee meditation and by her misunderstanding. Dieser schlechte Samen, er wurde nun gegossen und gedüngt von ihrer negativen Kaffeemeditation und And durch now ihr that Missverstehen. seed from link number 2, which is I'm not stupid, you're stupid. Dieser Same von Glied 2, dem Ich bin nicht blöd, du bist blöd, It becomes tu chen du song. es wird zu Chu-Chen Tu chen Tu-Song. du song. Tu song. The seed becomes tu. Tu means tremendous power. Der Same wird zu Tu. Tu bedeutet ungeheure Like Kraft, nuclear power. wie Atomkraft. Then what power does it have now after her negative coffee meditation? Welche Kraft hat er nun nach ihrer negativen Kaffeemeditation? She may loop him. Now that seed can shoot a new lifetime, can project a new lifetime. Jetzt kann dieser Same ein neues Leben losschießen. Er kann ein And neues that's the Leben meaning of projizieren. Chupasipa, link number 10. Das ist die Bedeutung von Chupasipa, Glied Nummer 10. It's represented by a pregnant woman. Es wird von einer schwangeren Frau dargestellt, But that woman's big belly represents a big seed ready to open. aber der große Bauch der Frau repräsentiert einen prallen Samen, der bereit ist, sich zu öffnen. Then the seed splits open, the sprout comes out, Dann platzt der Same auf, der Spross kommt and heraus we see the picture here of a birth, of a child being born. und auf dem Bild hier sehen wir, wie das Kind geboren wird. I think a lot about these images like an arrow in the eye, Ich denke oft über diese Bilder nach, zum Beispiel der Pfeil im Auge or a baby coming out of a woman. oder das Baby, das aus der Frau kommt. In these ancient paintings, Auf diesen alten Gemälden these must have been very, very shocking. muss das sehr schockierend gewesen sein. Like they didn't have videos. Damals gab es keine But I Videos. think if Buddha had a computer and video, Ich glaube aber, wenn Buddha Computer und Video gehabt hätte, he would have made a movie about this wheel of life and not paintings. dann hätte er einen Film gemacht über das Rad des Lebens. Keine Bilder. And I think someday it would be interesting to make a real evocative movie, like a big emotion movie, you know. Ich fände es spannend, irgendwann mal einen richtig aufrüttelnden Film zu drehen. Ganz großes Gefühlskino. Where somebody has an arrow in their eye. In fact, online I tried to find if someone got shot with an arrow in their eye. It did happen once, and the person went to the hospital. Wo jemand einen Pfeil in seinem Auge hat. Ich habe online gesucht, ob jemand schon einmal von einem Pfeil im Auge getroffen wurde. Das ist tatsächlich einmal passiert. Die Person kam ins Krankenhaus. But these pictures are supposed to like freak us out, you know. Aber diese Bilder sollen uns aufrütteln. When you see this picture of a baby coming out of a woman and the woman's body's being torn apart,
Wenn du dieses Bild siehst und das Baby aus der Frau herauskommt und ihr Körper auseinandergerissen wird, then we're supposed to think, I don't want to do that again. dann sollen wir denken, das will ich nie wieder tun. What you don't want to do again? You don't want to be the woman or you don't want to be the baby? Was willst du nicht mehr tun? Willst du nicht mehr die Frau sein oder nicht mehr das Baby? I don't want to be either one. Ich will keines von beiden Okay, sein. so Chuchikpakyawa means now the seed is cracking open. Chuchikpakewa heißt, jetzt platzt der Same The auf, fat seed. der pralle Samen, And now a child is coming out. und jetzt kommt ein Kind The heraus. text says, Teta Sotape, now that the seed was given its water and its fertilizer by the negative coffee meditation. Der Same hat jetzt sein Wasser und seinen Dünger bekommen aus der negativen Kaffeemeditation, Yangsi Dupele Nipa Tuchen de Soma de la Tene, based on that karma now being totally ripe. basierend auf diesem Karma, das vollkommen reif ist. Kene Shipokanrun to Tambonamshin in some jar. Then the mind makes the crossing Tritt der Geist hinüber into one of the four kinds of birth. in eine der 4 Arten von Geburt. And that the moment after the crossing, Den Moment nach dem we Übertritt call rebirth. nennen wir Wiedergeburt. Link number 11. Glied 11. You could say birth, you could say rebirth. Du kannst es Geburt nennen. Du kannst auch Wiedergeburt dazu Oh, sagen. Geshe-la, the first time it happened, it wasn't a rebirth, right? Geshe-la, beim ersten Mal war es keine Wiedergeburt, There is richtig? no first time. Es gibt kein We erstes have been Mal. here countless times. There's no beginning. Wir waren schon unzählige Male hier. Es gibt keinen Anfang. The first time I heard that, it was very uncomfortable for me. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, fühlte sich das sehr We like to unbehaglich für think mich that there an. was a Big Bang. Wir würden gerne an einen Or Big Bang God glauben made the world on a 6 days or something. oder dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat oder so It ähnlich. makes us feel comfortable if we think there was a beginning. Wir fühlen uns wohl, wenn wir glauben, dass es einen Anfang gab. But it's not logical. Es ist aber nicht logisch. Nothing can start unless something else moves before that. Nichts kann anfangen, ohne dass sich zuvor etwas anderes bewegt hat. So you could really translate this link number 11. You could always translate it as rebirth. Du kannst also dieses Glied 11 wirklich immer als Wiedergeburt Now the übersetzen. text says into one of the four kinds of birth. Jetzt heißt es im Text in eine der 4 Arten von Geburt. And this is a popular topic in the ancient Abhidharma texts. Das ist ein berühmtes Thema in den alten Abhidharma-Texten. And because we don't know what's the four kinds of birth, Weil wir die 4 Arten der Geburt nicht kennen and he doesn't mention them in the text, und er erwähnt sie im Text auch I nicht, thought we should go to another book and get a nice commentary on this four. dachte ich mir, wir holen uns aus einem anderen Buch einen schönen Kommentar zu So diesen we're going to 4. follow the Tibetan here to the commentary. Wir folgen also dem Tibetischen hier zum Kommentar. Jirkenela Yena. Now, you can divide all the kinds of birth into four. Du kannst alle Arten von Geburt in 4 unterteilen. And I remember this was the first book I ever studied with my teacher. Ich erinnere mich, dass dies das erste Buch war, We das ich started mit meinem Lehrer 45 years studiert ago. habe. Wir haben das vor 45 It took Jahren us 12 begonnen years to finish this book. und 12 Jahre gebraucht, es zu So beenden. kene was always a confusing word for me. Und Kene war immer ein verwirrendes Wort für mich. Ke means born. Ke heißt geboren, Ne means location. Ne heißt Ort. And then, after many years, you learn to translate it more correctly. It's not location of birth, it's the type of birth. Nach vielen Jahren hat er es genauer übersetzt. Es heißt nicht Ort der Geburt, es ist Art der Geburt. So here's the name of the four. Hier sind also die Namen der 4. Nyalke, Gonke, Zuke, Tusherke, Shi. So the first one is called Nyalke. Die erste heißt Nyonke. Nyal means a womb, like a human mother's womb. Nyel bedeutet Schoß, wie der
Mutterschoß bei Menschen. K is the past tense of born. So born in the past, in the womb. Born in the womb. Ke ist die Vergangenheit von geboren, also geboren worden im Schoß, Gongke. geboren im Schoß. Gong, which is sometimes split into gonga, means egg. Dann Gongke, Gong, was manchmal geteilt wird in Gong So Na, some beings are bedeutet born Ei. from eggs, some beings are born from wombs. Manche Wesen werden aus einem Ei geboren, manche Wesen werden aus einem And Schoß by the way, geboren. in Buddhism, Übrigens finden im Buddhismus the real birth is at the moment of conception. die eigentliche Geburt zum Zeitpunkt der Then Empfängnis there's a statt. second birth out of the womb or out of the egg. Danach erst kommt eine zweite Geburt aus dem Schoß oder aus dem Ei. But it's the conception, which is when the baby starts. Aber das Baby beginnt bereits mit der There's a Empfängnis. living, sentient being at the moment of conception. Zum Zeitpunkt der Empfängnis ist er also bereits ein lebendes, The fühlendes third one is Wesen. called Zuke. Die dritte Art heißt Sukke, Sometimes it's called Zutekewa, Zutekewa. manchmal wird es Suttekewa And it genannt. means miraculous birth. Das bedeutet wundersame Geburt. For example, the Christians believe that Jesus was born without a father, without a sex. Die Christen glauben zum Beispiel, dass Jesus ohne Vater geboren wurde, ohne Sex. And the Hindus believe that the great yoga master Patanjali, Die Hindus glauben, dass der große Yogameister he was Patanjali born in the holy water. He appeared in the holy water that his mother offered. im Weihwasser geboren wurde. Er erschien im Weihwasser, das seine Mutter That water dargebracht offering with hat. your hands is called Anjali. Wasser mit den Händen darbringen heißt And Pat Anjali means fell down. und Pat bedeutet So- herunterfallen. His name, his whole life, he was called the guy who fell down from the sky into the water. Sein ganzes Anjali. Leben lang wurde er deshalb der vom Himmel ins Wasser herunterfiel, genannt Pat Anjali. And those people are born complete. Diese Menschen werden bereits fertig geboren. Then Trishelekewa. Dann Tushelekewa, That means in the summertime, das bedeutet im Sommer, when the weather is warm and there's lots of rain puddles on the ground. wenn das Wasser warm ist und es jede Menge Regenpfützen am Boden gibt. The ancient people, they couldn't see the eggs of the insects. Die Leute früher konnten die Insekteneier nicht So they sehen. called it a birth from warmth and moisture. Deshalb nannten sie diese eine Geburt aus Wärme und Feuchtigkeit. So there's the four kinds of birth. Das sind also die 4 Birth Arten von from a womb. Geburt. Geburt aus dem Schoß, Birth from an egg, Geburt aus dem Ei, miracle birth, wundersame Complete. Geburt, bereits fertig, and birth from warmth and moisture. und Geburt aus Wärme und Feuchtigkeit. Now, just for fun, I thought you guys would like to continue reading this text, Jetzt nur zum Spaß möchtet ihr bestimmt gerne mit diesem Text weitermachen. which is related to the text being translated by our translator Sugang Shi from Singapore. Er hat Bezug zu dem Text, der von unserem Übersetzer Sugeng Shi aus Singapur übersetzt wird. Same author. Er wurde vom selben about Autor 500 years ago. vor etwa 500 Jahren verfasst. Okay, so I thought you'd like to hear some discussion about these four. Ihr wollt bestimmt gerne eine Diskussion über diese 4 hören. Oh, hungry ghosts also have birth from a womb. It's possible. They are not just miracle. Usually we think they're just born suddenly. Yeah, hungry ghosts. But he says they can also be born from a womb. So also is imply usually they are born another way, but they also have born from a womb. Hungergeister können auch aus einem Schoß geboren werden. Auch impliziert, dass sie üblicherweise anders geboren werden. Aber sie können auch aus einem Schoß geboren werden. Yita me dogjule, there's an Avadana. There's a. These are called stories of spiritual people. Es ist eine Avedana. Man nennt sie Geschichten über spirituelle from ancient Menschen India. aus dem And this alten one is called the Indien. story of the lady hungry ghost.
Diese heißt die Geschichte der Dame Hungergeist. And there's a famous verse that she used to recite. Es gibt einen berühmten Vers, den sie immer sprach. Daki ningba pu ngapkya semon yangni ngapkya te sekyan dala simba me. I give birth from a womb, right, to 500 kids every day. Ich gebäre jeden Tag 500 Kinder, also aus dem Schoß. 500 hungry ghost kids come out of my womb every day. Every 500 daylight in the daylight. Hungergeisterkinder kommen jeden Tag aus meinem Schoß, tagsüber. Semo yangni ngapkya te. And at night in the dark, I have another 500. Und jede Nacht im Dunkeln Yeah, from her womb. bekomme ich nochmal 500 aus ihrem Schoß. Then you might think, how does hungry ghost mom take care of her 1,000 per day hungry ghost kids? Du fragst dich vielleicht, wie schafft es Hungergeist-Mama, ihre 1000 Hungergeist-Kinder pro Tag zu versorgen? Sukyang, I eat them. Sökyang, ich esse sie. Dagla simba me, but still I don't feel full. Thala Zimba Mäh, aber ich bin Okay, immer noch Jason nicht Beja. satt. Mila ni kene shigayete. All 4 kinds of birth are found with human beings. Beim Menschen sind alle 4 Arten von Geburt They zu have all 4 finden. kinds. And this is, by the way, a very standard and famous Abhidharma discussion. Sie werden auf alle 4 Arten geboren. Dies ist übrigens eine berühmte Standarddiskussion im Abhidharma. Most humans, as we know, are born from the womb. Die meisten Menschen werden, wie wir wissen, aus einem Schoß geboren. Some are duke, some are born miraculously. Einige haben eine wundersame Geburt. I used to translate that as born complete, because they're just born as a complete person. Ich habe das häufig als komplett fertig geboren übersetzt, weil sie als fertige Person geboren And they give the werden. example of the Buddhist master named Aryadeva. Es gibt dafür das Beispiel Famous eines disciple buddhistischen of Nagarjuna. Meisters namens Aryadeva, ein berühmter Schüler von Nagarjuna. I don't know the story. We can look it up someday. But apparently he was born miraculously. Ich kenne die Geschichte nicht genau, wir können sie irgendwann mal nachschlagen, aber anscheinend wurde er wundersam geboren. Then there was a king who was born from the top of the head of his father from warmth and moisture. Dann gab es noch einen König, der aus dem Scheitel seines Vaters geboren wurde, aus Wärme und Then there were Feuchtigkeit. 2 arhats. Dann two gab people es who noch became 2 Ahats, beziehungsweise 2 Leute, die In Ahats Tibetan they're wurden. called Trak and Niwitak. Auf Tibetisch hießen sie Drak, And Niwei they were Drak born from egg. und sie wurden aus Eiern geboren. Tundola Yang Shigayat. Animals also have 4 kinds of birth, all 4. Auch bei den Tieren gibt es alle 4 Arten der Geburt. Nyawadan Sadan Pardola Zukeki Kyapte. But all hell beings, all devas, Aber alle and all Höllenwesen, Pardo beings alle are Devas born complete. und alle Bardo-Wesen Hell werden beings, fertig geboren. devas, and Pardo beings. Höllenwesen, They're- Devas no, und they're Bardo-Wesen, always born miraculously. sie haben immer eine wundersame Geburt. Hell being, Höllenwesen, and Devas Pardo. und Bardo-Wesen. Yeah, so Bardo being, remember, it's that one in the moment after you die and you go into the Bardo. Das Bardo-Wesen, erinnere dich, es ist das, was du wirst For unmittelbar 7 days, nach up to deinem Tod, 49 days. wenn du ins Bardo gehst, 7 bis 49 Tage lang. Then he quotes the Abhidharma Kosha, which is the most famous book of Abhidharma nowadays. Dann zitiert er aus Abhidharma Kosha, das heute berühmteste Abhidharma-Buch. It's about 2,000 years old. Es ist etwa 2000 Jahre alt. Yawanamdan, Sanamdan, Sipapama, Tsuteke, all hell beings, all devas, and all Pardo beings are born complete miraculously. Alle Höllenwesen, alle Devas, alle Bardo-Wesen werden fertig geboren, auf wunderbare Weise. Which brings us to link number 12. Das bringt uns zu Glied
12, the last of the 12 das links. letzte der 12 Glieder. And the picture you see is of somebody carrying a big package on their back. Du siehst hier auf dem Bild jemanden, der ein großes Bündel auf dem Rücken trägt. This represents the way that people were buried, or how they treated dead bodies in ancient India and also in Tibet. Dies stellt die Weise dar, wie Menschen im alten Indien und auch in Tibet begraben wurden, beziehungsweise was man dort mit Leichen machte. Then there's some kind of, if you think your job is bad, at least you are not carrying corpses to the mountain or to the, we call the charnel ground. Charnel ground means a very terrible place where you throw dead bodies. You just throw them on the ground. Wenn du meinst, du hättest einen schlimmen Job, wenigstens musst du keine Leichen in die Berge oder auf den Leichenacker schleppen. Leichenacker bedeutet ein entsetzlicher Ort, wo die Leichen hingeworfen werden. Sie werden einfach nur auf den Boden I'll tell you a geworfen. story. Ich erzähle euch When eine I was Geschichte. a young monk, Als ich ein junger Mönch actually, war, I was living in a monastery, but I wasn't a monk yet. eigentlich war ich noch kein Mönch, aber ich lebte im Kloster A small Mongolian monastery in America. in einem kleinen mongolischen Kloster in den And USA. the senior teacher of the Dalai Lama, Der Hauptlehrer des Dalai Lamas, he was very, very famous for secret teachings. war sehr, sehr berühmt für seine Unterweisungen in And he den was very, geheimen very Lehren. serious. Und er war sehr, sehr streng. Then I got the job to be his driver for one day. Eines Tages bekam ich den Auftrag, ihn zu fahren. And I have to drive him for 2-3 hours. Die Fahrt sollte 2-3 Stunden dauern. And everyone told me, don't talk to him. Und alle sagten zu mir, Then I'm like, I sprich was ihn very bloß nicht young. I an. was 26. Ich war noch sehr jung, ich war 26. Why I remember, you will find out. Du wirst gleich herausfinden, warum ich Then mich they so said, gut "Don't daran talk to him." erinnere. Sie sagten, I sprich said, ihn nicht why? an. He said, he's Yamantaka. Ich fragte, warum? He's the Er sagte, fierce Yamantaka, Buddha, you know. Wah. er ist der grimmige Buddha. Wah! Sprich ihn Then, nicht an. Two famous teachers got in the car, Dann steigen 2 weitere bedeutende Lehrer ins but Auto. they got in the back. Sie nahmen aber auf den Then I Rücksitzen asked, Platz. why the big teacher doesn't sit in the back? Wieso setzt sich der große Lehrer nicht nach And they hinten? told me in India, the big person always sits in front. Sie erklärten mir, dass in Indien die wichtigen Leute immer vorne sitzen. So he got in next to me. Also setzte er sich neben mich. Then I'm like, I try not to talk, you know. Und ich war furchtbar Then we nervös. Ich started versuchte driving. nicht zu sprechen und dann fuhren And wir one los. of the lamas in the back, Einer der beiden Lamas auf dem he said, Rücksitz sagt, this is Mike. das ist Mike. Then the teacher go, Der Lehrer antwortete, then I'm like, he says, oh, Mike is very good. He understands Abhidharma. Der andere fuhr fort, Mike ist wirklich gut. Er versteht Then Abhidharma. the Dalai Lama teacher, Und der Lehrer des Dalai Lamas, he quote the first line of the second chapter. und dann zitierte er die erste Zeile des 2. Kapitels. And I was memorizing the Abhidharma Kosha at that time. I never finished, but I finished 3 or 4 chapters. Ich lernte damals Abhidharma Kosha auswendig. Ich wurde nie damit fertig, aber 3 der 4 And I Kapitel habe ich just geschafft. finished memorizing that line. Und ich hatte gerade thought, eben that's erst the genau diese Zeile First line of auswendig the second gelernt. chapter, and I explained it, and he was like, Ich dachte, oh, das ist die erste Zeile des 2. Kapitels und erklärte we sie und drive er for sagte, Sometime, and the 2 big lamas in the back, they fell asleep. Wir fuhren weiter und irgendwann schliefen die 2 großen Lehrer auf And dem this Rücksitz Dalai Lama ein. teacher started to talk to me. Dann sprach mich der Lehrer des Dalai Lamas And we an. had a wonderful talk for like 2 hours. 2 Stunden lang führten wir And ein he said, wunderbares Gespräch. Tell me everything we see in America. Tell me what it is. Er sagte, erklär mir, was wir hier in Amerika alles sehen. Erklär And we mir, was passed das the alles ist. Cemetery. Wir kamen an einem Many Friedhof crosses. vorbei, mit vielen He Kreuzen. said, oh, what's that? Why many crosses? Und er fragte, oh, was ist das? Warum Then I sind da said, so that's viele a Kreuze? cemetery. Dutur. Ich antwortete,
Das says, ist ein well, Friedhof. why they have those crosses? Er fragte, wieso haben sie diese Kreuze? I said, well, they buried the body there. Ich sagte, naja, da haben sie die Körper begraben. What? Was? The whole body? Den ganzen Körper? Yeah. Ja, Not the ashes? nicht die Asche? No, they believe the body, the person will come alive at the end of the world. They will go to heaven. Nein, sie glauben, dass der Körper, die Person am Ende der Welt wieder aufersteht und in den Himmel kommt. Then he looked at me and said, ha, ha, ha. Und dann sah er mich an und lachte. What a waste of good living space. People can live on that land. Why they put the dead body under there? Was für eine Verschwendung von gutem Lebensraum. Hier könnten Leute wohnen. Then I'm like, Wieso well, what haben should we sie do die with the toten dead Körper body? hier vergraben? Dann fragte ich, gut, was sollten wir mit And den it's what toten you Körper see in sonst this machen? picture. Und das kannst du jetzt auf diesem Bild sehen. We cut all the pieces up. Wir schneiden den Körper in Teile. We mix it with sampa flour, with Wir flour. vermischen sie mit Zampa-Mehl, mit Mehl. And we carry it to the top of the mountain. Wir tragen sie hinauf auf den And we Berggipfel give it to the birds. und wir übergeben sie den Vögeln. And then it's a good karma. Das ist dann gutes Karma. That person's body is not wasted. That person's body is a gift to these wild animals. Der Körper der Person ist nicht verschwendet. Der Körper der Person ist eine Gabe für die wilden Tiere. So that's what's happening here Das passiert also hier auf diesem Bild. in this picture. Tene chunyepa kashi chirik betende rimki drupa yin. Then we come to the last link, which is link number 12. Jetzt kommen wir zum letzten Glied. Glied 12. Gashi. Gashi means aging and death. Gashi bedeutet Alter und Tod. And technically, it's called death, maybe with aging. Rein technisch heißt es Tod, vielleicht mit Altern. Gashi chirik betendo means, then I asked my teacher why they call it death with maybe some aging. Ich habe meinen Lehrer gefragt, wieso nennen sie es Tod, Then my vielleicht teacher mit said, Altern. well, sometimes kids die in the womb. Mein Lehrer hat geantwortet, nun ja, manchmal stirbt ein Kind schon im Mutterschoß. Okay, so that's why Buddha didn't make 13 links. Man kann es nie wissen. Aus diesem Grund hat Buddha nicht 13 Glieder gemacht. Some people die in the womb. Manche Menschen sterben im Mutterschoß. They don't have time to get old. Die haben nicht die Zeit, alt zu werden. What is the definition of aging? Wie lautet die Definition von Altern? The body goes through change. It never stays the same. Der Körper geht durch Veränderung nach Veränderung nach Veränderung. Er bleibt nie gleich. It falls apart Er fällt step auseinander, by step, Schritt für Schritt, day by day. Tag für Tag. Okay. Now the definition of death. Hier ist die Definition von Tod. Shiwani pumberitin torwam jikpalaser. When we say death, what we mean is that the flow of the same body and mind is interrupted. Wenn wir von Tod sprechen, meinen wir, dass der Strom desselben Körpers und Geistes unterbrochen wird. So we don't say the body died or the mind stopped. Wir sagen also nicht, dass der Körper stirbt oder der Geist It takes aufhört. on a different clothing. Er zieht eine andere Kleidung an. Okay, so it's very interesting that death is not the end of the body or the mind. Es ist sehr interessant, dass der Tod nicht das Ende von Körper und Geist The ist. mind shifts. Der Geist ändert sich, The physical form shifts, die körperliche Form ändert sich, but life does not end and cannot end. aber das Leben endet nicht und kann nicht enden. You have lived for a time with no beginning and you will live for a time with no end. Du lebst bereits seit anfangloser Zeit und du wirst endlos weiterleben. I'd like to end this session with kind of a review. Ich möchte diese Session mit einem Überblick abschließen. And I'm going to be using special images. Dafür werde ich besondere Bilder verwenden. We've had all 12 links now. Wir haben jetzt alle 12 Glieder behandelt And I've taught them in groups in different days. und ich habe sie in Gruppen unterrichtet an verschiedenen Tagen.
And I'd like to just review that because it's going to be important tomorrow and the next days. Ich möchte das jetzt kurz wiederholen, weil das für die nächsten Tage wichtig sein So in wird. this first picture here, you see of the 12 links, and then as of this morning, I learned how to mark them with a yellow marker. In diesem ersten Bild der 12 Glieder hier und mittlerweile habe ich gelernt, wie man sie mit So einem it looks gelben like it was Marker done by a kid, kennzeichnet. but it was done by me. Es sieht zwar so aus, als hätte das ein Kind gemacht, aber es ist von mir. And first, I want to draw your attention that the first two links hang together. Zuerst möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass die Again, ersten you zwei can Glieder call it zusammenhängen. You can call it ignorance and karma, Nochmal, du kannst Unwissenheit und Karma dazu sagen. but I'd like to call it misunderstanding and planting seeds. Ich möchte sie aber Fresh seeds. Missverstehen nennen und Samen pflanzen. Frische Samen. And again, I want you to think of these two kind of hang together. Nochmal, ich möchte, dass ihr bei diesen beiden the immer wife comes in daran the denkt, kitchen. dass sie zusammenhängen. Nämlich She's so, tired. die Frau kommt in die She comes home Küche, from work. sie ist müde, sie kommt von der She Arbeit nach says, Hause. give me a hug. And she just reaches out like this. She doesn't say anything. Sie sagt, drück mich mal oder nein, sie But she's breitet thinking, einfach I'll get die a Arme hug from aus, my husband. ohne etwas zu sagen. Aber sie denkt, gleich wird And mich mein suddenly he Mann says, in die Arme nehmen. You're so stupid. Aber er sagt plötzlich, du And bist blöd. in that moment, she misunderstands where they come from. Und in diesem Moment missversteht sie, woher das kommt. And she says, I didn't do anything. He yelled. Sie sagt, ich habe gar nichts gemacht, er schreit But she mich an. did do something. She yelled at her kids last week. Aber sie hat etwas gemacht. Letzte Woche hat sie die Kinder Then angeschrien. misunderstanding triggers second link. Dieses Missverstehen löst das zweite Then Glied she says, aus. I'm not stupid. You're stupid. Sie sagt dann, ich bin nicht blöd, du So bist those two blöd. links kind of hang together. Diese zwei Glieder hängen also zusammen. Okay, now the next image, Zum nächsten Bild. there's a poorly written yellow cloud. Da ist eine schlechte gezeichnete gelbe Wolke Around links 3 up to 7. von Glied 3 bis Glied And these are 7. the 5 links which are kind of our equipment during life. Das sind they're die 5 what we Glieder, use to die express ourselves. gewissermaßen unsere Ausrüstung in diesem Leben sind. Sie sind das, womit wir uns ausdrücken. In the third link, we get a mind. Im dritten Glied bekommen In the wir fourth einen link, Geist. we start to get a body along with that mind inside our mom. Im vierten Glied bekommen wir einen Körper zusätzlich zum Geist im Schoß unserer Mutter. In the fifth link, our eyes, ears, nose, we start to get our equipment for contacting the outside world. Im fünften Glied folgen unsere Augen, Ohren, Nasen. Wir bekommen unsere In Ausrüstung, the sixth um link, mit der we use Außenwelt in those Kontakt zu instruments treten. to make contact with the outside world. Im sechsten Glied verwenden wir diese Instrumente, um mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. And then in the seventh link, we start to have feelings about what we contacted. Und dann im siebten Glied entwickeln wir Gefühle zu Dingen, mit denen wir Kontakt haben. So you can kind of get a feeling that links 3 to link 7, they kind of hang together. They are the equipment that we need to be alive. Man kann also sehen, wie die Glieder 3 bis 7 zusammenhängen. Sie sind die Ausrüstung, die wir zum Leben brauchen. In the next image, Im nächsten Bild I drew a yellow cloud around link 8, 9, and 10. habe ich eine Wolke um die Glieder 8, 9 und 10 gezeichnet. And really, when you think about it, the most important version of 8, 9, and 10 is at the end of our life. Genauer betrachtet stehen die wichtigsten Versionen von 8, 9 und We 10 have am seeds Ende in our unseres mind Lebens. from our whole life, including I'm not stupid, you're stupid. Wir haben Samen in unserem Geist aus unserem ganzen Leben, einschließlich ich bin nicht blöd, du And bist then we blöd. talked about how it's very important which seed is activated in the last moment of our conscious life. Und wir haben darüber gesprochen, wie entscheidend es ist, welcher Same aktiv wird in den letzten Momenten unseres So as bewussten you see in Lebens. the image here, links 8 and link 9 and link 10 kind of hang together. Du kannst hier im Bild sehen, wie
wie Glied 8 und Glied 9 10 is und that Glied 10 big fat zusammenhängen. seed that already got a lot of water and fertilizer but didn't open yet. 10 ist der dicke, pralle Samen, der bereits eine Menge Wasser und Dünger bekommen hat, sich And then aber 8 noch or nicht 9 are like geöffnet the hat. water and fertilizer on that seed. 8 und 9 sind wie Wasser und Dünger für den Samen. Then if you think about it, Wenn du darüber nachdenkst, link number 11 and link number 12, Glied Nummer 11 und Glied 12, rebirth, aging, day by day after you conceived, and then death. Wiedergeburt, das tägliche Altern, ab dem Moment That's a deiner whole lifetime. Zeugung und dann der Tod, Just sie sind eine ganze 11 and Lebenszeit. 12 is a whole lifetime. 11 und 12 alleine sind bereits ein ganzes Leben. 11 is coming into the womb. 11 ist das Eintreten in den Schoß. But we already came into the womb in number 3. Aber wir sind doch in Nummer 3 schon in den Schoß gekommen. So I want you to start to get this feeling. Ich möchte euch Folgendes klar machen. This is not one life from beginning to end like Shakespeare's poem. Hier handelt es sich nicht um ein einzelnes Leben von Anfang bis Ende wie in Shakespeares Gedicht. Something else is going on here. Hier passiert etwas anderes. 11 and 12 are a whole life themselves. 11 und 12 alleine sind bereits ein ganzes Leben. Then the 1 and 2 kind of sound like they happened before your mind came into this womb. 1 und 2 klingen so, als wären sie bereits passiert, bevor dein Geist in diesen Mutterschoß eintrat. So now the question comes, Jetzt kommt die Frage, how many lifetimes are in one turning of the 12 links? wie viele Leben stecken in einer Drehung der 12 Glieder? And why it's not just one lifetime like Shakespeare? Und warum ist es nicht nur ein Leben wie bei Shakespeare? To find out the answer, Um dies you have herauszufinden, to come back to tomorrow's session number 17. musst du morgen in Session 17 wiederkommen. See you then. Bis dann.